Ja, Richard Wagner bedeutet mir naturgemäß sehr viel. Es ist tatsächlich meine Lebensaufgabe geworden. Ich bin eigentlich Wagnerianer seit dem gefährlichen Alter, so 15, 16 waren meine ersten Berührungen mit Wagner und ich wollte einfach wissen, was der Grund dafür ist, dass diese Musik mich so extrem auch emotional anspricht. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann ging das so seinen Gang. Ich habe dann während meines Studiums mich viel mit Wagner beschäftigt und ja, und jetzt bin ich im 30. Jahr hier in Bayreuth und der Virus hat mich nicht mehr losgelassen. Also dieses Museum funktioniert wie alle anderen Museen auch. Die Kernaufgaben sind Sammeln, Konservieren und Ausstellen, also alles, was mit Richard Wagners Leben und Werk und der Geschichte der Bayreuther Festspiele zu tun hat. Das ist unser Aufgabengebiet. Das sammeln wir, stellen aus diesen Sammlungen etwas aus. Wir bewahren es für die Nachwelt. Und was natürlich ganz wichtig ist, wir vermitteln. Wir vermitteln, das ist unsere Aufgabe, Leben und Werk Richard Wagners, die Geschichte der Bayreuther Festspiele und verstärkt auch seit 2015, seit wir das Museum neu gestaltet haben, die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte Richard Wagners und dazu gehört natürlich auch die Ideologiegeschichte Wagners. Also der Kernbestand der Sammlung ist das sogenannte Wahnfried-Archiv, Richard-Wagner-Archiv, Familienarchiv. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Das ist also quasi der Nachlass Richard und Cosima Wagners und auch der künstlerische Nachlass Siegfried Wagners, des Sohns der beiden. Das ist sozusagen das Herzstück. Dazu kommt die Sammlung der ehemaligen Richard Wagner Gedenkstätte hier in Bayreuth. Diese beiden Sammlungen sind seit 1976 zusammengeführt. Einige wissenschaftliche Bibliotheken, der Nachlass Houston Stuart Chamberlains gehört noch dazu. Also insgesamt, ja, man kann sagen, ohne Frage die größte Sammlung von Handschriften, vor allen Dingen Autographe, also Autographe-Nachlass Richard Wagners, Briefe, Cosimas Tagebücher, Diktatniederschrift von Mein Leben, aber auch natürlich die ganzen Manuskripte Richard Wagners, Aufsatzmanuskripte, Briefe, Notenmanuskripte, Kompositionsskizzen, Orchesterskizzen, Partituren, Entwürfe und so weiter und so weiter. Im Prinzip kann jeder Zugang haben. Es ist ja eine öffentliche Sammlung. Das Museum und das Archiv werden ja betrieben von der Richard Wagner Stiftung Bayreuth. Das ist eine öffentliche, rechtsfähige Stiftung, zwar privaten Rechts, aber eine öffentliche Stiftung. Und wir haben einen öffentlichen Auftrag von unseren Trägern, von unseren öffentlichen Trägern und demzufolge kann im Prinzip jeder, der ein entsprechendes Interesse, ein Forschungsinteresse oder auch ein reines Wissensinteresse nachweisen kann, viele Nachkommen von Festspielmitwirkenden zum Beispiel und so weiter, die etwas über ihre Vorfahren erfahren wollen, die bekommen hier Zugang. Außerdem haben wir im vergangenen Jahr diesen Kernbestand, von dem ich gesprochen habe, der Handschriften Richard Wagners, auch digitalisiert und der ist jetzt auch online verfügbar. Ja, zunächst einmal mag ich den Begriff des Anlockens gar nicht so gerne, weil das klingt mir zu sehr nach Hexenhaus und Hänsel und Gretel, ja, die böse Hexe, die Kinder anlockt oder der Fliegenfänger, der Fliegen anlockt. Wir möchten ein Angebot formulieren, das möglichst attraktiv ist und das die Neugier der Menschen, der Besucher vielleicht anstachelt, hierher zu kommen und zu gucken, was ist das überhaupt für ein Haus, dieses Haus Wahnfried, wie hat der Wagner da gelebt, was kann man da über Richard Wagner und sein Werk erfahren. Natürlich ist zunächst einmal das Haus Wahnfried selber ein auratischer Ort als der ehemalige Lebensort Richard Wagners, wo er sein letztes bedeutungsvolles Lebensjahrzehnt zugebracht hat. Hier hat er den Ring des Nibelungen vollendet mit der Götterdämmerung. Von hier aus hat er den Bau des Festspielhauses geleitet, große Teile des Parsifal geschrieben und so weiter. Also wirklich diese letzte Dekade
im Leben Richard Wagners ist hier sehr, sehr eng mit verbunden. Aber es ist ja in höherem Maße auch noch das Haus Cosima Wagners, die ja Richard Wagner um fast 50 Jahre überlebt hat und bis zu ihrem Tod 1930 hier in Wahnfried gelebt hat. Und die Familie ja dann auch bis 1966, bis zum Tod Wieland Wagners, wurde dieses Haus wirklich als privates Wohnhaus genutzt. Wir unternehmen natürlich verschiedene Aktivitäten, um immer wieder neu auch Initiativen zu schaffen für die Besucher. Das sind Sonder- und Wechselausstellungen, das sind verschiedenste Veranstaltungsformate, vorzugsweise Konzertveranstaltungen hier in diesem wunderbaren Saal. Und wir versuchen auch natürlich eine, sagen wir mal, sehr zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit zu machen über die Möglichkeiten des Internets, soziale Medien. Da sind wir also unterwegs, Facebook, Instagram und diese Sachen, um eben auch unsere Aktivitäten immer auch laufend an eine interessierte Öffentlichkeit zu bringen. Naja, Richard Wagner ist ja an sich sehr anekdotenträchtig, er ist satireträchtig, alles was groß ist, fordert auch immer zur Satire heraus und ja, hier natürlich das Haus auch, ist ja berüchtigt und ich erinnere mich an einen Dialog eines Ehepaars, die hierher kamen und vor der großen Büste von König Ludwig II. Standen, von Caspar von Zumbusch, die ja hier vor dem Haus steht. Und sie fragt also ihren Ehemann, sag mal, ist es jetzt der Winifred oder der Wahnfried? Naja, Richard Wagners Familie hatte ja kein Wappen in dem Sinne. Er ist ja nicht adliger Abkunft, sondern bürgerlicher Abkunft und er musste sich was ausdenken, er musste etwas erfinden und da lag natürlich das Sternbild des großen Wagens, ja, nahe Wagen, Wagner bedeutet ja Wagenmacher und von daher ist dieses Sternbild des großen Wagens mit dem Namen Wagner eng verbunden. In der Mitte des Sternbilds findet sich ja auch noch ein Wappen mit einem Geier, das ist sehr interessant, ein Geier. Geier deswegen, weil Richard Wagners Stiefvater Ludwig Geier geheißen hat und da kommt also der Geier her. Richard Wagner hat ja seinen leiblichen Vater Karl Friedrich Wilhelm Wagner nie kennengelernt, der ist ja schon in Wagners Geburtsjahr gestorben und er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Stiefvater gehabt, den hat er sehr gemocht und deswegen der Geier und der Wagen für Geier und Wagner. Ja, es gibt natürlich immer viel zu erzählen hier über Wahnfried, über die Geschichte. Es ist natürlich so, was man immer sehen muss, anders als andere Wagner-Orte in Europa, ist ja der Ort Wahnfried eben nicht nur Lebensort Richard Wagners, sondern durch die Geschichte der Familie, durch die ideologische Aufladung des Wagnerianismus im Zuge der völkischen Bewegung, ja auch Ort der Freundschaft Winifred Wagners mit Adolf Hitler, der ja seinerseits auch ein begeisterter Wagnerianer war und hier in Wahnfried mit freundlichstem Familienanschluss ein- und ausgegangen ist. Winifred Wagner ist ja bis zu ihrem Tod eine begeisterte Anhängerin Adolf Hitlers geblieben. Das Haus ist ja dann 1945 auch zur Hälfte zerstört gewesen durch einen Bombentreffer und das ist natürlich, wenn Sie so wollen, hochsymbolträchtig aufgrund dieser ideologischen Inanspruchnahme Richard Wagners und das ist natürlich ein Teil der Geschichte, mit dem wir uns nolens volens auch auseinanderzusetzen haben. Also eben nicht nur Richard Wagner Leben und Werk, sondern auch seine Wirkungen und die sind nun leider ziemlich ambivalent. Danke Ihnen.